Mein Gott, also dieses Waldstück hier, mir ist das schon klar, ja, dass das hier ein Urwald ist und der nicht einfach mal gesät wurde und kein Wirtschaftswald und so weiter. Aber, oh ja, der ist schon ganz schön kaputt, zerlegt irgendwie, chaotisch. Jetzt geht's wieder einigermaßen, aber hier ist, kommst du nicht ran, nicht voran, so rum. Hier ist mal ein bisschen clean hier. Baumstämme und keine Ahnung was weiß ich. Hier flaggt alles kreuz und quer und hier ist seit gestern also jeder Abschnitt eigentlich, der ist echt immer tipptopp gepflegt. Das heißt, im Rahmen der Möglichkeiten. Ne? Ich muss sagen, wäre schön, wenn der Shelter langsam mal kommt. Ich habe noch 1,5 Meilen. Irgendwie steckt mir der Tag in den Knochen heute und ich habe das Gefühl, ich komme halt überhaupt nicht voran. Also, ich habe keine Ahnung. Das ging schon los mittags, wo ich gesehen habe, 8 Meilen, bin aber geballert und habe echt gut Meter gemacht, dachte ich. Vorher hatte ich auch schon mal wieder ein bisschen Pennsylvania-Vibes. Nee. Der Mike hat immer was zu meckern. Kann der nicht einfach mal die Klappe halten? Nein. Sieht zumindest danach aus, als würde ich im Trockenen ankommen. Also, dass es wohl jetzt so schnell nicht mehr regnet. Ja, cool. Und dann könnte ich nämlich auch regenfrei das Zelt aufschlagen. Die Luftfeuchtigkeit ist so hoch, ich kann alle 10 Minuten mein Bart absaugen. Musst du nie an die Flasche zum Trinken, kannst du immer hier schön dran nuckeln am Bärtchen, verstehst du? Da ist immer noch ein bisschen Salz mit dabei, Sodium, ne? Dass du gleich hier die Elektrolyte ein bisschen auffüllst, immer tipptopp, läuft. Ja, und was mich heute noch ein bisschen nervt, muss ich sagen, aber auch erst seit 1-2 Stunden, ist, dass mir die vordere rechte Wade hier, die hier, ne, so in dem Bereich, fängt so ein bisschen an, sich bemerkbar zu machen, indem es zieht. Und ja, habe ja auch schon schlimme Sachen gehört, dass da wegen dieser, dass ich das entzünden kann und so und dass da auch schon Leute abgebrochen haben. Aber worst case. Aber da werde ich heute Abend mal mit dem Massageball ein bisschen rumfahren da vorne an der Muskulatur. Und bitte, lieber Gott, lass einfach nicht so viel los sein da. Die können dann von mir aus kommen, wenn ich schon in meinem Zelt bin. Dann können sie kommen, das ist mir wurscht. Aber wie steigt jetzt in der Berg runter? Brauche ich da Stöcker? Ja, ne? Ja. Das ist halt auch hier. Also es gibt halt hier auch Wurzeln und Wurzeln und Wurzeln und Wurzeln und Wurzeln. Ist halt ein Wald, ne? Hier sind wir am Shelter und schon sind sie wieder da. Ich bin mal ein bisschen leise, weil da jemand pennt in der Hängematte. Der erste Spot, den ich gefunden habe, das wäre der hier in der Ecke. Halbwegs flach. Ich glaube, hier oben sieht es echt grundsätzlich nicht so geil aus mit Zeltspots. Okay, da sind sie. Ist mal ein größerer. Hier, da haut er ab. Ja, ich nerv dich nicht. So. Aber die sind hier überall heute. Tag ist rum. Es waren fast 19 Meilen, 18,8. Also fast 20, also ich kann mega zufrieden sein. Hab mein Zelt jetzt soweit aufgebaut, hab was zu essen gemacht, hab Wasser hier. Um mich herum
surrt es in einer Tour. Also die Mücken sind hier unglaublich vertreten. Die haben richtig Bock auf mich. Also rausgehen hier wird schnell und spaßig. Zu morgen, wir erreichen morgen in ungefähr 12 Meilen Dalton. Dalton in, naja, wo bin ich denn eigentlich? So blöd, ne? Massachusetts? Ja, doch, Massachusetts. Dort gibt es einen Walmart, den muss ich hin. Der Outfitter kommt erst in 20 Meilen. Da habe ich mich ein bisschen verguckt. Aber ich muss morgen zum Walmart. Ich brauche übrigens auch ein bisschen Futter. Ich glaube, einen Tag würde ich schon noch durchhalten, glaube ich. Aber wenn ich schon beim Walmart bin, dann hole ich mir gleich ein bisschen was zu essen noch mit dabei. Ja, werde ich sehen, ob das morgen dann irgendwie so ein halber Tag wird oder was. Oder so 14, 15, 16 Meilen vielleicht. In der Stadt gibt's ja einen Trail Angel, habe ich gelesen. Bei dem könnte man im Garten pennen. Da ist auch Wasser am Start und so. Also wäre auch eine Option. Aber das sehe ich morgen, wenn es soweit ist. Morgen werde ich ausschlafen, meinen Körper regenerieren lassen, weil hier, also in dem Bereich, ich zeige euch das mal, beim anderen Fuß ist überhaupt kein Stress. Also hier so in dem Bereich, ne? Wenn ich jetzt den Fuß so zu mir ziehe, dann tut das hier in dem Bereich, ist es überlastet, meine ich. Knack, klack, das ist ganz normal. Aber hier so, da werde ich mal mit meinem Massageball nachher ein bisschen arbeiten, bevor ich dann schlafen gehe. Noch schön Magnesium reinhauen bevor ich schlafen gehe. Und dann wird er schon wieder. Wir sind wieder auf der Spur und schlagen uns hier durch, man weiß es nicht, ich sag jetzt mal durch die Prärie. Schlagen wir uns hier durch. Die Nacht war herrlich ruhig. Herrlich ruhig. Ich glaube, straight nachdem ich aufgegessen hatte und Zähne geputzt, hingelegt, Augen zu. Ciao. Ich habe so gut gepennt, also einen richtig erholsamen Schlaf. Ich merke auch heute Morgen nichts fußtechnisch, also ich gestern ein bisschen bemängelt habe, dass mein Fuß ein bisschen weh tut, ist heute nicht mehr, bis jetzt. Bin auch erst eine Meile auf dem Trail. Grau ist es heute wieder. Und in einer Meile kommt ein Parkplatz mit einer Abzweigung zu einem Haus. Und da habe ich in der Far-Out-App gelesen, dass es da wo Free Cookies gibt. Und irgendwie frisch gemachte Limonade und so ein Zeug. Ich meine, es ist zwar noch relativ früh, aber wir gucken uns das trotzdem mal an. Vielleicht kriegen wir ja schon einen Cookie. Und eine Lemonade. Finde ich geil. Lady Cookie schimpft sie sich. Oder die Cookie Lady. So rum. Ja. Habe ich schon öfter gehört. Guckt da ja vorbei. Gibt's richtig geile Sachen. Deswegen machen wir das auch. Ja. Und dann kommt ja auch bald schon Dalton. As I told you yesterday. Könnte man sagen, man läuft heute weiter. Durch Dalton durch. Macht vielleicht nochmal so, naja, wie gesagt, eben 18 Meilen bis 20. Lassen wir es drauf ankommen. Und dann können wir morgen früh nämlich straight uns aufmachen Richtung Outfitter um neue Schuhe. Und da sind ja auch Geschäfte dann in der Nähe. General Dollar, wo man dann grundsätzlich einkaufen könnte. Also, ja, wird das heute, glaube ich, ein ganz normaler Wandertag. Ohne Verkürzung wegen Walmart. Ne, aber jetzt gucke ich jetzt mal, wie viel Speicher ich noch frei habe. Der Tag beginnt. Und ja, wenn ich nicht ständig nur durch tristen Wald laufe, so wie jetzt, dann schalte ich auch ab und zu mal die Kamera ein. Oder wenn ich bei der Cookie Lady bin. Mal sehen. Ich mache das immer nicht so gerne bei Leuten, weil ich finde es immer ein bisschen unverschämt, mit der Kamera reinzuplatzen. Weiß nicht, ob sie das wollen oder nicht. Deswegen sieht man bei mir auf der Kamera oder bei meinem Film hier, ja, wenig Leute. Eigentlich immer nur mich quatschen. Bestimmt irgendwie langweilig auch, kann sein. Kann ich verstehen. Aber ich bin da nicht so. Ist ja auch voll, ist ja wurscht. Ne? Gut, Freunde. Also, sehen wir uns später. Tschüss.
Ja, Cookies gab es keine. Schade. Vielleicht war es noch zu früh. War eine Box da waren noch ein paar Krümel drin. Aber nicht der Rede wert. Also der Abstecher war leider umsonst. Wir gehen wieder auf den Trail und ab nach Dalton. Die Dalton-Brüder besuchen in Dalton. Ja, dort gehen wir schön, hauen wir uns schön den Burger ins Gesicht. Hä? Schön leckeren, fettigen Burger. Vielleicht einen Salat dazu. Salat. Nice. Naja, wir gucken mal. So, 2 Mal haben wir gemacht jetzt. Waren es noch 9. Kommen wir noch irgendwas. Ja, ich schätze mal bis mittags werden wir da sein. Kommt ganz auf die Fläche an. Es geht ziemlich flach voran hier, glaube ich, heute. Viele Aufstiege werde ich nicht haben. Und das ist das nächste Problem, wenn du nur flach läufst. Haben mir schon viele erzählt, dass du halt... Ja, manche Leute sind da empfänglicher, manche nicht so. Vorne eben, dass du dir am Fuß hier diese Entzündung hier holst oder was. Und da habe ich ja mal gar keinen Bock drauf. Eine Schienbeinentzündung, so rum. Mensch. Hast du schon Fitnesstrainer-Lizenz und weißt nicht, was Phase ist mit deinem Körper. Schön geschmeidig heute. Kein Stress. Guck mal, wie weit wir kommen. Ich habe noch 3 Stunden Speicher drauf hier. Reicht erstmal noch ein paar Tage, also ich muss jetzt nicht zu dem Warm-up. Gell, das passt. Okay, also der Weg sieht so aus. Bisschen Schotter, aber wie gesagt, ist bis jetzt flach wie eine Flunder. Jo. Andere feiern's, weil sie nicht aufsteigen müssen und absteigen müssen. Ich habe da gemischte Gefühle. Also das muss ich jetzt schon mal wieder festhalten für die Nachwelt hier. Also ich wollte sowieso nach 2 Stunden Pause machen, snacken, was trinken. Und dann komme ich da gerade raus aus dem Haus. Hier auf so einem kleinen Parkplatz stehen hier 2 Stühle. 1, 2, eine fette Kühltruhe und noch eine kleine Kühltruhe, die habe ich noch gar nicht reingeschaut. Aber hier ist schon mal wieder richtig geile Scheiße drin. Guck mal hier. Bananen, Sandwich. Da schreiben wir natürlich direkt rein. Elektrolyte und hier Eis und Wasser und... Ach, du bist doch nicht ganz dicht. Und was gibt's hier? Komm, hier ist jetzt ein Bier drin. Nee. Bars. Alter, wie geil. Flipp ich aus. Hier machen wir jetzt erstmal schön gemütlich Pause. Ach, wie geil. Wie geil ist das denn? Ah. Danke, liebe Trail Angel. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich werde es genießen. Dankeschön. So, nach dem zweiten Frühstück geht's wieder rund hier. Ich saß da noch so 2-3 Minuten. Dann kamen noch 3 andere Thru-Hiker dazu, aber auch bekannte Gesichter schon. Man kennt sich mittlerweile. Ja. Da kann man sich mal wieder austauschen und so. Schon ganz cool. Man hängt ja nicht den ganzen Tag zusammen. Momentan spinnt meine App ein bisschen, beziehungsweise ist das GPS-Signal ziemlich low. Bedeutet, ich kann nicht arbeiten mit der Vorort-App. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich noch so 2,5 bis 3 Meilen nach Dalton habe. Oh, jetzt muss ich jetzt wieder ein bisschen hoppen. Hä? Wo hoppe ich jetzt am blödsten? Ohne dass wir das Schuhe kriegen. Hopp, hopp. Ach, die sind aber heute sind sie nicht ganz so schlimm wie gestern. Gischt. Feuchte Gischt. Ja, und wurden auch gerade gequatscht noch mit denen und gefragt, ob sie Wetterbericht wissen, wie es Wetter werden soll noch heute. Und es soll heute Mittag einen Sturm aufziehen. I have no clue.
Ich habe sehr schlechte Connection, schlechten Internetservice hier. Aber es ist schon irgendwie wird es nicht hell heute, hat man das Gefühl. Ich meine, ich bin im Wald, klar. Ist grundsätzlich ein bisschen dunkler, aber auch der Himmel über mir. Weiß ich nicht. Sonne kommt halt keine raus. Aber wäre gut zu wissen, ne? Ob das heute richtig krass scheppert oder was. Oder ob das nur wieder so ist wie gestern und ein bisschen vor sich hin tröpfelt. Weil dann ist mir das relativ hupe und gehe einfach weiter. Also wenn ich Dalton erreiche, sind es 12 Meilen. Ungefähr. Es wäre ein halber Tag eigentlich nur. Also ich hätte die Option, ich glaube, habe ich gestern schon gesagt, da ist ein ehemaliger Thru-Hiker, der bietet seinen Garten an zum Zelten. Ist halt nur die Frage, ist es direkt an der Hauptstraße, kannst du da schlafen, ohne dass du ständig von vorbeifahrenden Trucks geweckt wirst. Kannst du da auch irgendwie mal auf die Toilette gehen oder weiß ich nicht. Ja, wenn das ein gepflegter Rasen ist und so weiter, da kannst du nicht einfach kurz hinstellen und einen Strahl reinlassen. Und hier wieder so ein schöner kleiner Waldbach hier. Herrlich. Da ich mich gerade schon bedient draus. Frisches Wasser. Einen halben Liter, der muss reichen bis zur Stadt. Ja, also die Option hätte ich. Ja, ist halt for free, ne? Ist halt schon auch praktisch. Die Kostenvariante, die was kosten würde, da müsste ich wieder ins Hotel, aber da habe ich ehrlich gesagt nicht die Lust drauf. Weil die letzten Tage waren echt teuer genug und jetzt muss ich rechts, ne? Ja. Tschüss. Oh, hier könntest du dich richtig schön reinlegen. Hier ist eine Badewanne, Freunde, da. Oh, da könntest du dich richtig schön reinlegen. Jetzt 35 Grad und ich wäre hier jetzt am Nachmittag am Start. Wüsste ich, was ich machen würde. Einmal ablegen und rein da. So, Freunde. Ich melde mich, wenn ich in der Stadt bin. Hoffentlich hält es noch so lange durch hier. So, ich habe wieder alles. Hinter mir eine kleine Tankstelle mit kleinem Supermarkt. Da gab es gerade 2 Stücken Pizza, 2 Bananen und ein Mountain Dew. Und das Ganze für locker flockige $10. Also. Verzeihung. Ja, das ist Dalton. Ein größeres Städtchen. Aber wir verlassen das gleich wieder. Der Trail führt jetzt noch ungefähr 2 Meilen irgendwie durch die Stadt durch. Dann geht es noch mal ein bisschen bergauf. Und dann kommt irgendwann in 5 Meilen kommt ein Campsite. Und das werde ich mir zu eigen machen heute. Dann haben wir heute auch wieder 17 Meilen. Das passt schon. Ich könnte noch weiterlaufen dann. Aber ich bin dann irgendwie auch froh. Da ist er wieder. Der Appalachian Trail. Trocken anzukommen. Wie gesagt, halbe Stunde jetzt der Mittag gemacht. An der Tankstelle. Ja. Das Leben eines Thru-Hikers. Aber ich wollte jetzt auch nicht ewig suchen da in einem Restaurant. Ich habe reingeschaut, 2 Stücken Pizza für, was waren es dann, $5. Komm, rein, der Hauptsache Kalorien. Kohlenhydrat und ein bisschen Fett. Und ja, frisch gestärkt. Der Mountain Dew tut sein Übrigstes. Aber ich bin hier schon auch richtig, oder? Ja, wird schon passen. Noch etwa, keine Ahnung, einen halben Kilometer oder was, und dann müssten wir an diesem Campspot sein. So, wir sind immer wieder in einer Stromtrasse gelandet hier. Ja, dann gucken wir uns das mal an. Allerdings wäre es natürlich auch noch früh am Tage, wenn wir jetzt dann dort ankommen.
Es ist gerade mal 14 Uhr. Also man merkt halt schon, dass es relativ flach ist. Nichtsdestotrotz haben wir dann auch unsere 17, 18 Meilen gemacht heute. Und wir können ja mal gucken, aber ich glaube, bis zu der nächsten City, wo ich dann morgens sowieso zum Outfitter muss, sind das noch, ich glaube, 6 Meilen oder irgend sowas. Also nicht der Rede wert, morgen früh dahin zu laufen. Puh. Ging noch mal ein Stückchen bergauf hier. Ich sehe zumindest schon mal den Klumpsklo. Alright. Was haben wir hier? Ah. Boah. Die Pizza. Gut war sie nicht, aber sie hat ihren Zweck erfüllt hier. Da unten sieht es ein bisschen a bit more remoted aus. Bisschen mehr abgelegen. Hier war auch schon länger keiner mehr, glaube ich. Ich kann mich auch täuschen. Mach dich ab. Ja, hier so irgendwie hingeflackt da oder was. Ja, ich nicht weit bis zum Privy. Kann mir auch kein dicker Ast irgendwie auf den Kopf fallen hier. Glaube ich, weil ich relativ zentral hier liege. Klar sieht das Feld wieder aus wie Scheiße, aber es ist, mein Gott, das ist so. Ne? Okay, na dann bleiben wir hier, würde ich sagen. Und dann checke ich mal erstmal die Lage hier. Wir machen uns jetzt noch auf den Weg nach Wasser oder beziehungsweise auf die Suche nach Wasser. Das Schild habe ich schon gesehen. Wieder eine Überraschungskiste der Pandora. Laut Kommentaren fließt es wohl. Zwar shallow, also nicht so sehr tief, aber Appell ist dabei. Genau. Was ist denn das eigentlich? Ist das Dienstag? Montag? Nee. Irgendwas mit unter der Woche. Alles klar. Also ich gehe jetzt mal Wasser suchen. Und dann muss ich mal bei meinem Prof noch schreiben. Meinem ehemaligen Prof. Der hat mir eine E-Mail geschrieben, hat mir gefragt, wie es läuft, wie es geht, wo ich gerade bin. Voll nett. Der Herr Kreuziger. Grüße gehen raus, wenn Sie das sehen. Und genau, den werde ich jetzt mal zurückschreiben. Wo ich gerade bin. Und so weiter. Ja, einer der besten Profs ever. Also, bis später, Freunde. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem grauen Tag heute. Es ist kurz vor 8. Ich bin seit geraumer Zeit auf dem Trail, genauer gesagt seit 6 Uhr. Ich habe mir keinen Wecker gestellt, aber der Nebenmann, also wir waren da zu zweit, der war 20 Meter von mir entfernt und den seinen Wecker habe ich gehört und dann war ich wach um 5. Ja, er hat Bombe geschlafen, also ich hätte safe noch weiter schlafen können. Aber ich war dann wach und habe ich mir gedacht, ach komm, raus aus dem Nest und Meter machen. Ja, haben jetzt gerade den Abstieg hier hinter uns gebracht, der war relativ smooth. Also schonend für die Knie. Ich muss ab und zu mal gucken, ob ich noch richtig bin. Ich schlender hier rum. Ja, wird schon passen. Also zum Outfitter gehen wir heute nicht. Das hat mal den Grund, ich habe gestern angerufen und habe gefragt, ob sie Ultras haben, also meine Schuhe, die ich immer habe. Und die haben sie nicht. Die haben nur Salomon, Trail Running Schuh und die haben keine große Zehenbox. Und der Schuppen macht erst um 10 Uhr auf. Von dem her vergebene Leibesmüh. Ja. Im Umkehrschluss heißt das, dass wir bis nach Manchester wandern. In Manchester dann vielleicht wieder ein Nero machen oder ein Zero, je nachdem, ob ich was kostengünstiges finde. Ich glaube, die Preise bleiben gleich. Charmantes Örtchen hier. Also überall steht der Pool auch drin. Ne?
Ja, Manchester, das sind dann, wenn ich heute 20 Meilen schaffe, also ich probiere mal wieder 20 Meilen zu machen. Dann habe ich nach Manchester noch 50, also es sind 2,5 Tage Futter mitnehmen. Das passt. Genau, ohne Manchester ist dann ein Outfitter und ich hoffe, dass der dann auch meine Schuhe hat. Es bringt mir jetzt nichts, Schuhe zu kaufen, die halt dann sind und einen Haufen Geld kosten und ich bin irgendwie zufrieden. Na? Davor, da ist noch, ich bin noch richtig. Dann zum Thema Einkaufen. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Dollar General. Wir kaufen genau das an, was wir für heute brauchen. Also einmal Ramen, ein bisschen Thunfisch und Riegel, glaube ich, habe ich noch genug. Und das war's, um Gewicht zu sparen. Denn in 16 Meilen oder in 15 Meilen kommt der nächste Supermarkt, Stop & Shop. Und da kaufe ich dann für die 200 Tage ein. Weil dann spare ich mir für, keine Ahnung, 13 Meilen oder was dann ordentlich Gewicht zum Schleppen. Und kaufe dann da ein, das sind dann 18 Meilen. Dann muss ich nochmal, da gibt es halt nichts, wo man pennen kann. Da muss ich nochmal 400 Höhenmeter machen. Also Höhenmeter reißen wir halt auf jeden Fall wieder ordentlich runter. Und oben ist dann Campsite nach 20,5 Meilen und das versuche ich zu erreichen heute. That's the plan. Ja, ihr seht ja, dass das Wetter heute grau ist, aber es ist eigentlich perfektes Hiking-Wetter, solange es trocken ist. Es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt. Aber frei. Die auch überall mit ihren Trailern hier, ne? Also die haben halt schon eine andere Vorstellung von Wohnwegen, wie wir in Europa. Die sind halt einfach mal doppelt so lang. Na gut. Mit den dicken Jeeps, die hier fahren, ist das auch kein Wunder, die zu zehren dann. Ja. Ist hier schon so ein bisschen so eine schicki Area. Also wirklich überall Pool und naja. Soll mich mal weniger interessieren. Mich interessiert der Dollar General. Vielleicht gibt es ein paar Burritos. Burritos heißt schon ein paar Hotdogs oder was. Fein, der will hier rein. So ein fetten Boot. So. Wir hatten ein sehr leckeres Frühstück. Frisch gestärkt. Wasser aufgefüllt. Und habe dort noch einmal Ramen gekauft. Ich kann ja gleich rüber gehen. Einmal Ramen gekauft. Und ja. Das war's, dass ich was zum Mittagessen habe. Da kann ich jetzt erstmal durchlaufen bis 12 Uhr. Das Zeug hält jetzt erstmal her. Hey, die Sonne kommt ein bisschen raus. Das ist ja nice. Brauche ich auch gar nicht mehr in den Dollar General. Dann habe ich jetzt soweit alles bis zum nächsten Supermarkt. Und da kauft man dann ein bisschen mehr ein. Da ist er, der Dollar General. Hikers Bester. Da geht's für uns wieder auf den Trail. Dann sehen wir uns später wieder. So Freunde, es schlägt Punkt 12 Uhr und was das heißt, das wissen wir alle. Mittagszeit. Ich bin, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Also ich habe schon lange nicht mehr auf die Karte geschaut, aber hier ist eine fette Sendeeinheit, ein fetter Sendemast. Ich habe hier gutes Netz. Hier ist, weiß ich nicht was. Und hier sind zwei kleine Toiletten, sage ich mal, Sanitäranlagen. Da kann ich mich mit Wasser bedienen und direkt auch mein Nudelwasser eben rausholen. Ah, der gute alte Restraum. So, hallo?
Ja. Gucken wir mal hier. One more time, please. Ja, Sigi, zweimal draufdrücken. Ah, wie sauber das auch ist, ne? Nicht schlecht, also bin begeistert. Sehr sauber. Der eine oder andere hat hier bestimmt auch schon mal eine Nacht verbracht. Dann lege ich mich auch mal weit aus dem Feuer. Aus dem Fenster. Ob das da drüben ist, weiß ich nicht. Weil das mit der Anlage zusammenhängt da oben. Ja, cool, okay. Ab und zu kommt die Sonne auch mal raus, aber es wird bewölkt bleiben heute. Und ja, es ist auch relativ. Also man sieht, ich habe die Jacke hier an, ne? Mal hier oben. Zieht ein ganz schönes Windlein. Und ja, Safety first. Und ich esse jetzt. Und dann gucken wir mal später, was Phase ist, ne? Mahlzeit. Puh. Ach, jetzt ja. Nice. Also heute ist schon der eine oder andere geile Aussichtspunkt dabei, auf jeden Fall. Also richtig Zucker. Hier die Bäume noch ein bisschen weg und so, aber saustark. Schön hier, schön, schön, schön. Was sagt der Tacho? Der sagt 2:30. Ja, ich sag mal, nein. Ist ja vollkommen wurscht, das ist lange hell. Was ist das in... Achso, ja, nee, passt. Wenn ich um 3:30 da unten bin und einkaufe und so, dann mache ich da, je nachdem, wenn es was Warmes gibt, dann gibt es natürlich gleich was Warmes in die Kiemen, dann brauche ich mit auch nichts mehr machen, verstehst du? Aber gut, sehr geile Aussicht hier. Dann machen wir jetzt noch die restlichen Meter runter ins Tale. Oh, jetzt mit der Seilbahn irgendwie runter. Ja, die Knie, merke ich schon, heute ist viele Höhenmeter am Start hier heute. Ich habe es noch nicht zusammengerechnet, was wir heute haben, aber heute Abend dann. Ja, sehr nice. 2 Stunden lang ging es jetzt echt nur bergab. Ach du spinnst doch. Aber nicht so krachend runter, sondern halbwegs gediegen. Wir sind jetzt in Williamstown angekommen und sitzen gerade auf 4 Kisten Trail Magic. Brutal. Da sind Medikamente drin. Da sind Snacks drin, hier ist Obst drin und hier sind Getränke drin. Ah, brutal. Und jetzt werde ich zum Supermarkt gehen, der ist da vorne gleich um die Ecke. Und dann habe ich noch 1,8 Meilen zu gehen heute. Also es ist eigentlich nicht viel, aber es geht nochmal schön bergauf. Und dann ist Schluss für heute. Ach, was haben wir denn? Es ist Punkt 4 Uhr, wie ich es gesagt habe, 4 Uhr hier. Bringen wir es hinter uns, würde ich sagen. Und meine Füße bräuchten dringend mal Wasser. Die bräuchten dringend mal Wasser. Hoffentlich ist da oben im Campsite irgendwie ein bisschen was, wo ich die Füße reinhalten kann. 3 Tage jetzt durchmarschiert. Und ja, wäre schon geil. Ich habe mal die Socken gewaschen vorher ein bisschen, dass ich die morgen mal wechseln kann. Und ja. Long story short, let's go to the grocery. Und kaufen mal ein bisschen Trash ein, damit wir überleben die nächsten 2 Tage. So, wir sind schon wieder zurück vom Einkaufen. Das war eine cremige Sache jetzt. Ich bin hingelaufen, ungefähr eine halbe Meile. Vom Trail entfernt ist der Shop, Stop and Shop. Klingt wie 0815 Laden, ist aber echt ein richtiger Lebensmittelstore, also kriegst du alles andere. Und mal eingekauft. Ich bin natürlich jetzt wieder ein bisschen schwerer unterwegs und das Zeug muss ich jetzt so hochschleppen da. 1,8 Meilen. Aber das kriege ich heute auch noch hin und dann falle ich einfach tot ins Bett heute. Morgens schon ausschlafen. Ja, habe mein Zeug gekauft, dann saß ich gerade draußen auf einer Bank und habe meine Wraps gegessen und mit 2 Wraps gekauft. Und dann kam jemand an und hat mich gefragt, soll ich die mit zurücknehmen auf den Trail? Sag ja, das wäre ja Zucker, das wäre ja Primchen, ne? Und schnell die Wraps aufgegessen und dann reingesprungen in den Jeep, auf die Ladefläche mein Zeug geklatscht und jetzt
esse ich hier noch kurz meine Bananen und meinen Apfel noch auf und trinke noch eine Cola. Das ist schon mein Abendbrot für heute. 2 Wraps, 720 Kalorien, eine Banane. Ich weiß nicht, wie viel hat eine Banane in Kalorien? Gute Frage. Das machen sie auch mal das drauf hier. Egal. Aber ich denke, das ist mein Abendbrot für heute. Also muss ich heute Abend nicht mehr großartig kochen. Jetzt vielleicht noch einen Thunfisch, einen Waffel und dann ist gut. Ja. Jo. So geil. Randomly. Also die Leute sind so nett. Also wenn sie in Verbindung stehen zum Trail, ne, das ist halt immer so eine Sache. Wenn die was verbinden mit dem Trail, was weiß ich, der Sohn ist gelaufen, die Tochter ist gelaufen oder sie selbst oder was. Das sind die freundlichsten Zeitgenossen. Das ist so cool. Only in America. Sowas habe ich in Deutschland noch nie erlebt. Nie. Ja, vielleicht nie, aber nicht so in dem Ausmaß. Ne? Also, na gut, zweite Banane und dann up of the mountain. Dass mal Feierabend wird heute. So, nach nunmehr geschlagenen 12 Stunden auf dem Trail, 20,7 Meilen, sind wir hier jetzt angekommen in diesem Campsite. Ich weiß nicht, was die alle haben, also ist doch tippitoppi. Und ist kein Mann da, keine Frau. Ich sehe das Privi, wo ich morgen früh hin muss. Das ist prima. Hab mich jetzt hier oben wieder mal auf so einem kleinen Podest ausgebreitet. So, hier. Ich traue mich diese Nacht mal ohne Regenschutz zu pennen. Also hier halt so, ne? Ganz nackig so, wie es halt hier ist. Ich habe zwar keinen Wetterbericht gesehen, aber ich poker jetzt einfach mal. Wenn es die Nacht tröpfelt und mir fallen die Tropfen aufs Gesicht drauf, dann muss ich eben raus aus dem Nest und schnell das Ding drüber schmeißen irgendwie. Aber das ist halt mit diesen Plattformen ist ein bisschen, ja, ich habe das hier mit Steinen und so fixiert und den Rest macht das Eigengewicht und das Gewicht von meiner Ausrüstung hält das, ne? Wie gesagt, wenn es regnet, schnell drüber geschmissen und dann ist gut, aber keine Wolke mehr im Himmel, keine Wolke mehr im Himmel. Und ja, ich kann noch nicht nachgucken, ich habe No Service, 0, hier ist gar nichts. Aber das passt schon. Zum Tag muss ich sagen, war sehr cool. Also mir tun die Füße weh. Ich muss auch noch Wasser holen, also ich muss noch mal runterlaufen. Ich habe mir gedacht, oh, nehme ich jetzt gleich Wasser mit hoch. Erstens war der Rucksack schon so schwer und zweitens, nachher ist es scheiße, dann schleppst du das Wasser umsonst mit hoch. Und so gehe ich halt jetzt noch mal kurz eine Viertelstunde runter und dann habe ich Wasser hier. Höhenmeter heute können sich auch sehen lassen. Es waren ungefähr 4200 Fuß Ascent, also Höhenmeter nach oben und 5200 nach unten. Also würde ich heute kommen, wenn das so ist, dann auf ungefähr 2500 Höhenmeter. Wenn es reicht. Ist grob überschlagen. Aber die merke ich auch heute. Bin echt zufrieden mit dem Tag. 20 Meilen und jetzt noch 50 Meilen bis nach Manchester und dann glaube ich, gönnen wir uns mal wieder einen Tag Pause. Je nachdem, wie die Preise dort sind. Wenn ich wieder Internet habe, muss ich mich mal schlau machen. Hostel wird es auch tun. Hauptsache duschen und den ganzen restlichen Stuff zu machen. Also nochmal wieder irgendwie $200 für die Nacht im Hotel. Also in Ausnahmefällen, weil es geht nicht anders dann, weißt du? Also wenn du kein billigeres Hotel findest und die billigen sind schon teuer, dann will ich nicht wissen, was hier ein 3-Sterne-Hotel kostet. Ist mir aber auch vollkommen wurscht. Also hier, es ist teuer, ist klar, aber ja. Gut. Dann, ja, wir sind ja immer noch in Massachusetts. Williamstown war für mich die letzte Stadt in Massachusetts. Uns erwartet in den nächsten kommenden 5-6 Meilen schon Vermont, Freunde. Vermont. Nach Vermont kommt New Hampshire und nach New Hampshire kommt Maine. Dann sind wir schon durch. Also noch 3 Bundesstaaten, die wir zu rocken haben, bis wir den Mount Katahdin erreichen. Heute die 1600er Marke geknackt. Wir haben jetzt 1605 Meilen gelaufen seit dem 18. März. Kann man sich schon mal auf die Schulter hauen. Auch dem hier mal Danke sagen, meinen gewährten Vater. Der hat hier auch schon seinen Dienst getan. Ich erinnere nur an den riesen Ast, der da runtergefallen ist und mich fast erschlagen hätte. 2-mal fast. Von dem her, ja,
ist immer dabei. Gut, Freunde, lange Rede, kurzer Sinn mal wieder. Ich gehe jetzt, wie gesagt, Wasser holen, dann schmeiße ich mich in mein luxuriöses Camp. Und wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Ich schmiede mal ein paar Pläne, was wir morgen so machen. Und dann sehen wir uns morgen, wenn die Sonne scheint. Hoffentlich. Bis dahin, macht's gut, Freunde. Tschüss.